Sägt ihr noch per Hand oder lasst ihr sägen? Ich rede hier von Kreuzüberplattungen hier oder allgemein Holzüberplattung. Und wie macht ihr das da draußen? Denn wir bauen uns heute nämlich ein richtig cooles kleines Schick hier, womit wir solche Überplattungen hier ganz einfach, schnell, passgenau und wiederholgenau selber herstellen können. Ohne hier groß zu sägen, mit dem Stemmeisen zu arbeiten, und das machen wir alles an der Tischkreissäge. Also bleibt dran, ich wünsche euch viel Spaß. Oh, so eine Überplattung oder so eine Kreuzüberplattung, das ist eine Mordsarbeit. Wenn ich das Ganze hier mit der Säge mache hier und mit dem Stemmeisen, ich versäge mich kurz oder verstemme mich hier kurz und dann ist das Ganze umsonst gewesen, die Arbeit. Wie macht ihr das da draußen? Würde mich echt mal interessieren, und schreibt es mal bitte unten in die Kommentare rein. Ja, so eine Überplattung, ich weiß nicht, ob es die meisten wissen, was das überhaupt ist hier. Das ist hier eine Kreuzüberplattung. Es ist im Endeffekt nichts anderes wie ich sage jetzt mal zwei Nuten, die auf die Hälfte des Holzes gesägt worden sind. Und das kann man dann schön sauber zusammenstecken hier. Das ist eine super stabile Holzverbindung hier und es ist richtig schön sauber und schaut auch richtig cool aus, ohne hier groß auf allen Ecken was zusammenzuleimen. Es ist richtig stabil, richtig gut. Aber wie macht man das Ganze? Wie gesagt, wenn man das Ganze mit der Hand macht, dann ist es echt richtig viel Arbeit und man hat es relativ schnell versaut, wenn man da nicht wirklich Übung drin hat. Aus diesem Grund bauen wir uns heute eine kleine Vorrichtung für die Tischkreissäge, ein kleines Tischsägen-Jig hier, womit wir solche Nuten oder solche Überlappungen richtig easy, ganz schnell selber machen können, und das innerhalb von ein paar Minuten, wenn man natürlich die Vorrichtung einmal gebaut hat. Daraus könnte man zum Beispiel jetzt hier solche coolen Topfuntersetzer hier machen, wie das zum Beispiel, und das ist auch innerhalb von, ich sage jetzt mal 3, 4, 5 Minuten ist dieses Ding hier komplett fertig und das ist richtig cool. Also lasst euch überraschen. Ich würde sagen, wir reden jetzt nicht um den heißen Brei rum und gehen gleich in die Bauanleitung rein. Wir brauchen nicht viel Material und schaut es einfach mal an. Und dann werden wir jetzt am Schluss einfach mal probieren, wie schön genau das hier ist. Und das seht ihr dann mal eher dann in der Nahaufnahme. Also, auf geht's. Schnell und einfach gebaut ist dieses Schick hier wieder, deshalb brauchen wir auch gar nicht viel Material. Ich habe hier ein Multiplex, ein Restholzchen hier, ihr könnt es natürlich verwenden, was ihr wollt. Ich habe hier eine M6-Schraube, ich habe hier noch eine Holzschraube und eine Sterngriffmutter, die ich auch noch verwenden werde. Von der Stärke her müsst ihr euch eins im Klaren sein, das wird die untere Platte hier, wo dann praktisch das obere drauf kommt. Hier wird, umso dicker ihr das Ganze hier macht, umso mehr Material oder umso stärkeres Material könnt ihr natürlich unten reinschieben zum Messen. Also denkt dran, wenn ihr das ganz flach macht, dass ihr dann nur auf flache Sachen nur sägen könnt an eurer Tischkreissäge.
Ich habe fertig. Also das Chick ist jetzt fertig gebaut, ging relativ schnell hier. Ich schulde euch natürlich aber jetzt eine Erklärung, wie ich das gebaut habe, warum ich das so gebaut habe und vor allem, was ich beim nächsten Mal bauen anders machen würde. So schaut unser gutes Chick hier jetzt aus. Wir haben hier eine Sternschraube hier oder eine Sternmutter, wo wir das Ganze aufmachen können und das Ganze hier schön verschieben können, hier von der Größe her. Ich habe euch ja ganz am Anfang jetzt gezeigt, diese Nut hier habe ich ja nicht gefräst. Die ist ja nur verleimt hier. Da müsst ihr einfach ausrechnen, welche Stege ihr hier braucht. Also das sind da praktisch hier 6 mm Stege. Dann müsst ihr ausrechnen, wie breit die hier sein sollen. Das habe ich euch nur so gezeigt. Wer keinen Frästisch hat, der kann das Ganze auch auf diese Variante machen. Ich habe einen Frästisch, ich hätte es auch fräsen können. Aber zwischendrin ist mir dann noch was anderes eingefallen. Hey, ich kann doch hier unten eine Nut fräsen. Diese Nut ist eigentlich nur dafür da, hier habe ich einen kleinen Dübel noch drin, um das Ganze hier als Führung drin zu haben, damit sich das Ganze jetzt nicht hier rum bewegt. Aber es ist nur nice to have, denn diese Nut braucht ihr nicht wirklich. Also ich habe jetzt natürlich dann das hier ohne Fräsen gezeigt und das hier mit Fräsen, ist natürlich klar, dann hätte ich das auch gleich fräsen können. Aber wie gesagt, muss nicht sein, denn wenn ihr eure Holzstücke nämlich einklemmt, dann könnt ihr das Ganze auch nur hier schön hinlegen, dann ist das richtig schön eben und dann spannt ihr hier euren Holz ein und dreht das Ganze hier zu, dann habt ihr das auch. Denn wenn es einmal zugedreht ist, dann bewegt sich auch nichts mehr. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich hoffe, man konnte es im Video erkennen. Ich habe diese Schraube hier genau so reingedreht, dass praktisch diese Schraube hier zum Material exakt die Sägeblattstärke ist. Also das heißt, wenn ich das Ganze hier hinstelle, habe ich absolut diese Sägeblattstärke. Hier könnt ihr auch noch fein justieren. Das heißt, wenn ihr diese Nut ein bisschen breiter haben wollt oder noch ein bisschen schmaler oder so richtig eng haben wollt, dann könnt ihr das Ganze natürlich durch rein und rausdrehen auch noch ein bisschen justieren. Aktuell ist es jetzt exakt so breit oder so stark wie das Sägeblatt. Jetzt kommen wir mal zu den Punkten, was sich jetzt ändern würde. Und zwar hier mit diesem Knauf hier oben, mit dieser Sterngriff Mutter, die da eigentlich jetzt ist hier. Die ist ein bisschen zu groß, muss ich sagen. Denn ihr habt es jetzt vielleicht erkannt, wenn ich das Ganze jetzt falsch hindrehe. Also man muss es nicht richtig zubomben, man kann es zubomben. Aber schaut mal, jetzt passt es natürlich nicht. Und ich habe es natürlich hier am Anschlag liegen. Und deshalb müsst ihr immer diese Schraube, wenn ihr so eine größere wählt, müsst ihr halt aufpassen, dass wir da hier nicht drüber stehen, weil sonst ist das Ganze ja schräg. Also da würde ich euch empfehlen, eine kleinere zu nehmen hier. Oder wie ich eigentlich jetzt leider keinen Heißkleber mehr da hatte, man kann sich auch solche das sind ja keine Sternschrauben, solche Knaufe kann man sich eigentlich mit Heißkleber sehr, sehr gut selber machen. Das Video kann ich euch auch noch mal hier oben verlinken. Und das, ich hatte leider keinen mehr da und das hätte ich mir eher machen müssen und hätte mir dann eher diesen Knauf hier gemacht. Ebenso hier mit dieser Schraube einlassen hier, da habe ich ja auch schon mal ein Video drüber gemacht, wie man das Ganze hier macht. Das habt ihr jetzt nur mal gesehen, hier mit diesem Verbinder hier, mit diesem Gewindeverbinder hier, den könnt ihr auch benutzen. Da schon mal ein Video drüber gemacht, kann ich euch auch noch mal hier oben verlinken, wie das am besten funktioniert. Und es funktioniert echt top, wenn man so Schrauben hier einlassen will. Das Zweite, was ich jetzt beim nächsten Mal anders machen würde, ist, ich habe euch erklärt, hier unten, da müssen wir ja eine gewisse Stärke haben. Wir wollen ja nicht nur ganz flache Sachen machen, wir wollen ja auch ein bisschen höhere Sachen machen. Ich kann jetzt hier maximal 30 mm Höhe machen, was ich hier jetzt Nut reinfräsen kann. Ihr könnt das Ganze natürlich noch höher machen, aber ihr müsst das obere ja gar nicht so weit wählen. Das obere ist ja eigentlich nur dafür da, dass man das Ganze dann hinten am Anschlag wieder hat. Wenn man auf der anderen Seite, das seht ihr gleich, wenn ich es euch zeige. Deshalb könnt ihr eigentlich die obere Führung, die könnt ihr viel, viel flacher wählen. Also ihr müsst unten lieber ein bisschen mehr machen, damit ihr höheres Material reinbekommt, oben ein bisschen flacher. Das würde ich das nächste Mal vielleicht anders machen, das könnt ihr gleich ganz anders planen. Noch ganz schnell auf die Maße hier, aber ich sag's euch gleich, Leute, passt einfach dieses Chick hier auf eure Tischkreissäge einfach an, je nachdem, was ihr auch für einen Schiebeschlitten habt. Aber ich sag's jetzt trotzdem mal, das sind 125 mm, ist ein so ein Klotz hier lang. Die Höhe haben wir ja schon besprochen, die Höhe kommt darauf an, was ihr drunter schieben wollt. Das obere würde ich ein bisschen flacher machen hier und mehr müsst ihr eigentlich gar nicht wissen. Ich habe jetzt hier noch ein 15er Material hier verwendet, um das Ganze hier hinzumachen. Und
ja, wie gesagt, passt es einfach auf eure Tischkreissäge an. So, ich würde sagen, wir probieren das Ganze natürlich jetzt auch mal aus. Wir wollen uns hier einen Topfuntersetzer machen. Diesen Topfuntersetzer, das wird einfach hier so eine Raute werden. Hier ganz einfach und billig gebaut. Dafür habe ich ein bisschen Restholz zugeschnitten. Und das wollen wir jetzt Ganze hier, diese Nut hier einfach einlassen, damit wir das richtig schön flach bekommen. Und bin mal gespannt, ob es dann auch richtig gut funktioniert. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist jetzt einfach hier diese Klötze zu nehmen. Die müssen natürlich alle gleich sein. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach mal, passt das Ganze hier einfach an, dreht das Ganze auf hier, passt das Ganze an hier von der Stärke hier. Da muss es einfach reinpassen. Und das Sägeblatt macht ihr genau die Hälfte von diesem Hölzchen hier. Das heißt, wir haben jetzt hier 12 mm Stärke, deshalb gehen wir auf 6 mm an der Höhe und so fräsen wir durch und dann müsste das theoretisch hier auch schön zusammenpassen. So, die Höhe vom Sägeblatt habt ihr hier natürlich jetzt richtig eingestellt. Bei mir, in meinem Fall sind es 6 mm und das heißt einfach die Hälfte von dem hier und das Ganze einfach zusägen. Dann schaut ihr noch, hier haben wir jetzt diesen Stopper dran hier, da schaut ihr, wo ihr diesen Schnitt hier rein haben wollt. Und dann kommt schon unser Jig zum Einsatz. Das heißt, wir setzen hier einfach mal an. Achtet darauf, dass in der Ecke kein Dreck drin ist hier, dass es richtig schön anliegen kann. Und jetzt brauchen wir jetzt im Endeffekt nichts weiteres machen, als das Ganze jetzt hier hinzuschieben, das hier hinzuschieben. Die Breite habt ihr ja gemessen hier. Dann fahrt ihr das Ganze durch. Dann dreht ihr dieses Jig hier einmal um, setzt es wieder an und fahrt es dann wieder durch. Und so könnt ihr dann hier eure schöne Nut hier reinbekommen und wir wollen jetzt einfach das Ganze mal machen und schauen am Schluss, ob es richtig schön passt. Das ging jetzt mal richtig rasend schnell hier, aber es bringt ja nichts, wenn es nicht genau ist. Also, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit und wir stecken jetzt alle 4 mal zusammen hier. Boah, erste ist schon mal perfekt hier. Wahnsinn. Jetzt schaut euch mal das an, wie zehntelgenau ich das hier zusammenstecken kann. Wunderbar, gar keine Überschüsse, gar nichts. Schaut euch mal das hier an, hier richtig schön. Und ich muss sagen, das mit diesem Jig, dass es richtig genau und wirklich wiederholgenau passt, das ist echt top. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal unten in die Kommentare, ob ihr dieses Jig hier auch cool findet. Also ich finde es richtig cool und man muss hier nicht bei jedes Mal genau messen und anzeichnen, sondern ich brauche das nur einmal einstellen hier und schon kann ich das Ganze hier wiederholgenau richtig schön überall reinfräsen, ohne irgendwas anzuzeichnen. So, das habe ich noch an einem anderen Stück hier natürlich probiert und jetzt schauen wir mal genau, wie das jetzt auskommt hier bei diesem Stück hier. Und jetzt schaut es mal 1:1 zusammengesteckt hier und wie schön das hier rauskommt. Das ist doch mal wirklich auf ein Zehntel genau hier, ja, gesägt. Richtig cool. Ach übrigens, es funktioniert auch mit rundem Material hier, wie ihr das Ganze sehen könnt. Es kommt aber immer darauf an, wie hoch ihr oder wie tief ihr das Ganze reinsägt hier. Von oben schaut es jetzt recht gut aus hier. Wenn ihr das natürlich ein bisschen genau auf die Hälfte des Rundstabes sägt, dann schaut das Ganze natürlich dann so aus. Es ist auch sehr schön. Es ist ja auch eine super stabile Verbindung hier und es ist auch wirklich super genau. Normale Standardnuten in Wunschbreite gehen natürlich auch. Und es ist auch super genau.
Über dieses Chick hier, was ihr im Video gesehen habt, da kann man richtig schöne Streifen sägen an der Tischkreissäge. Gibt es auch ein Video dazu, finde ich auch ein richtig cooles Chick. Kann ich euch auch nochmal hier oben verlinken. Und zu diesen Rundstäben hier, diese Rundstäbe sind nämlich gefräst mit der Oberfräse und wir haben hier echt super tolle Rundstäbe. Da gibt es auch ein Video dazu. Also schaut da einfach mal vorbei. Cool, das macht so richtig Spaß. Ich habe hier gleich noch mal ein paar gebaut hier, weil es doch so einfach und so wiederholgenau ist. Richtig cool. Leute, wie habt ihr das immer so gemacht hier, wenn ihr solche Sachen, solche Nuten machen wollt? Habt ihr das dann so angezeichnet und habt es dann durchgezogen, dann 2, 3 Zehntel hier versemmelt und am Schluss hat es nicht richtig gepasst? Mit diesem Chick passt wirklich jedes Mal, muss ich sagen. Ihr habt es ja gesehen, jeder Schnitt ist gleich, wiederholgenau, echt top. Aber natürlich haben wir auch Nachteile, jetzt bei dieser Größe hier von diesem Chick. Ihr müsst es natürlich auf eure Tischkreissäge und auf euer Material dann schon anpassen. Das heißt, mit dieser Größe von diesem Chick kann ich natürlich jetzt nicht ewig riesen dicke Dinger machen. Maximal bis 30 mm in dieser Variante. Und wer das jetzt anders braucht, der muss sich halt dann irgendwie selber Gedanken ein bisschen drüber machen und das ganze Chick hier selber umbauen, dass es für euer Material einfach passt. So, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, bitte lasst doch einen Daumen da. Das ist mein Lohn für euch, von euch an mich. Und lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus.